Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Makermouths und heute nähen wir zusammen eine Babybett-Nestchenschlange. Das Schnittmuster findest du unten in der Infobox. Makermouths Sewing. Nähen mit der Maus. Ich habe hier schon alle Teile vorab zugeschnitten. Du benötigst 2 Kreise und ein langes Rechteck. Versäubere die Teile einmal rundrum. Du kannst die Nestchenschlange aus Musselin, Waffelpiqué oder Baumwolle mit etwas Stand nähen. Außerdem brauchst du noch Füllwatte. Falte das Rechteck an der langen Seite rechts auf rechts zusammen und stecke es mit Klammern fest. Nähe das Rechteck an der langen Seite mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Handbreite Wendeöffnung offen. Verriegle bei Wendeöffnung immer den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Teile den Kreis in 4 gleichmäßige Abschnitte und markiere dir diese. Das machst du mit beiden Kreisen. Teile den Stoffschlauch, der aus dem Rechteck entstanden ist, ebenfalls in 4 gleich große Abschnitte auf beiden Seiten. Stecke die Markierungen rechts auf rechts zusammen. Schneide die geraden Stellen, die an die Rundungen gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor der Nahtzugabe ein. Achte dabei darauf, dass nur innerhalb der Nahtzugabe eingeschnitten wird. Durch die Einschnitte lässt sich der Stoff schön um die Rundung legen. Stecke den Kreis dann mit ein paar Klammern an die Rundung. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Achte darauf, dass der Stoffring oben liegt, damit du gegebenenfalls nachjustieren kannst. Wenn du eine ausführlichere Beschreibung zum Nähen der Rundung benötigst, schau dir gerne mein eingeblendetes Video dazu an. Nähe am Ende wieder über die Anfangsnaht. Wende die Nestchenschlange auf rechts und forme die Ecken und Rundungen schön aus. Jetzt wird die Nestchenschlange mit Füllwatte befüllt. Fange dabei am Ende der Schlange an und forme dir diese mit reichlich Watte schön aus. Dafür musst du mit deinem Arm bis zum Ende durchschlüpfen. Deshalb haben wir auch hier eine große Wendeöffnung offen gelassen. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Am schönsten sieht es aus mit einem unsichtbaren Stich.
Dafür benötigst du Nadel und Faden. Verknote das Ende des Fadens. Steche dann vom Knick der Nahtzugabe zur anderen Seite und wieder zurück, bis du am Ende angekommen bist. Versäubere das Ende. Dann ist deine Bettchenschlange fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir gerne eines meiner anderen Nähanleitungen an. Ich würde mich noch über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!